Was, wenn man älter wird? Man trägt aber nicht das Kind. Und ich glaube, das ist schlussendlich eine Frage, mit der sich, also ich glaube, das Heteropaare genauso können, damit identifizieren, oder? Ich meine, ein Mann trägt auch kein Kind. Check, check. Ja, du tönst super. Gell? Wunderbar. Super. In ein paar Sätzen, es geht um ein Paar von zwei Frauen, die entscheiden, das Kind zusammen zu haben. Die eine trägt es, die andere nicht. Ich spiele sie, die das Kind nicht trägt und den ganzen Adoptionsprozess eigentlich machen muss. Und für das muss sie eigentlich 15 Briefe sammeln, die beschreiben, dass sie eine gute Mutter kann sein kann. Meine Agentin hat mir angerufen und hat gesagt, hey, es gibt eine Regisseurin, die ziemlich spannend ist. Es ist ihr erster Film, sie hat noch nicht so viel gemacht und sie heißt Alice Duach. Sie hat schon länger mit mir zusammenarbeiten und ich habe dann gemerkt, das ist ihre persönliche Geschichte, die sie erzählt, aber ohne persönlich zu werden. Aber es ist so, sie will einfach ihre persönliche Geschichte als adoptierende Mutter erzählen in einem Film, weil es einfach weniger Repräsentationen gibt. Und meine Motivation ist einfach, ich habe das Thema auch spannend gefunden und ich habe, vor allem weil es ihr Thema war, das Gefühl gehabt, sie ist die richtige Person, um die Geschichte zu erzählen, wenn dann. Und ich habe mich halt einfach auch legitim gefühlt, dann das zu spielen, weil sie das auch wollen hat, dass ich das spiele. Also ich glaube, sie hat halt einfach einen Einblick in den inneren Werdegang. Wir haben extrem fest daran gearbeitet, was für eine Konzentration eigentlich die Figur hat, was für einen Rhythmus, was für eine innere Musik sie auch hat. Als man das Drehbuch gelesen hat, ist nicht unbedingt viel passiert, aber es ist alles sehr untergründig eigentlich. Alle Konflikte passieren eigentlich eben im Stillen und im Untergrund. Und genau über das haben wir lange geredet miteinander und auch über ihren persönlichen Prozess und was für sie schwierig war. Und ich konnte mich auch direkt von ihr nähren. Ich glaube, vor diesem Buch habe ich mich nie wirklich mit dem Älteren-Sein auseinandergesetzt. Für mich war das einfach etwas, wenn es dann kommt, kommt es, oder? Und der Film hat mich so ein bisschen wie gezwungen, mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Was heisst es eigentlich, ein Kind zu haben? Und was ist das eigentlich für eine Verantwortung? Was ist gute Eltern sein? So, gibt es ein gutes oder ein schlechtes Eltern sein? Also, gibt es eine Formel, die man kann abhäkeln kann? Ich würde sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Was, wenn man älter wird? Und das ist nicht, man trägt aber nicht das Kind. Und ich glaube, das ist schlussendlich eine Frage, mit der sich, also ich glaube, das Heteropaare genauso können, damit identifizieren, oder? Ich meine, ein Mann trägt auch kein Kind. Ich habe das irgendwie spannend gefunden, das als Frau irgendwie so den Prozess zu machen, obwohl ich könnte das Kind tragen, oder? Ja. Dann haben wir aber auch eben in einem Spital gedreht mit echten Babys und das war auch crazy, so in einem Geburtssaal sein. Das irgendwie mitbekommen und dann plötzlich, obwohl man kein Kind hat, plötzlich so nah an dem dran sein. Ui, was ist, wenn so ein Lebewesen auf die Welt kommt und plötzlich so durch einen Gang durchläuft und merkst, wow, in diesem Zimmer kommt das Baby auf die Welt, in diesem Zimmer kommt das Baby auf die Welt. Und was das mit einem macht, generell alle Schauspielerinnen, die eigentlich in diesem Film spielen, sind alles Regisseurinnen auch. Ausser ich. Also das war ziemlich lustig. Ich habe das ziemlich cool gefunden. Mit alles Frauen drehen, die alle schon ihre eigenen Filme gemacht haben und selber auch Ahnung haben und wirklich etwas mit reinbringen in den Film.